Willkommen im Klartraum Anastasia Kino. Und hier als Starter kommt jetzt erstmal der Hinweis, dass aktuell gerade noch ein Film produziert wird, um das Ganze einzuleiten als Vorspann, weil nämlich die Idee mit den Familienlandsitzen vielleicht noch nicht jedem bekannt ist und vor allem nicht, welche tiefen Urwahrheiten und Erinnerungen drinstecken. Und darum haben wir da die besten Kapitel aus dem 4. Band Schöpfung noch zu einem Film verarbeitet, wo genau die Grundidee übermittelt wird. Auftakt zu den Klartraum Anastasia Filmen. Und hier folgt jetzt erstmal ein Kurzeinblick in den Band 6, das Wissen der Ahnen, was ihn da erwartet. Die bedeutendste Geschichte im 6. Band ist die Geschichte der Menschheit, das vedische Zeitalter. Und darin findet man den Brauch der Trauung. Und die 3 Gleichnisse, die Anastasia aus diesen Zeiten erzählt. Der Brauch der Trauung war in der vedischen Kultur so zentral, dass die gleiche Geschichte im Band 8.2 zu Bräuchen der Liebe nochmal erzählt wird. Und im Zusammenhang versteht man, warum. Die weiteren Kapitel in Band 6 räumen mit unserer Geschichte auf, geben ein Bild von wie es wirklich war, lösen sogar alle ungültigen Ehen auf, zeigen, wie 2 sich Liebende für ewig in bleibender Befriedigung und in eine höhere Dimension kommen können. Anastasia erzählt die Geschichte der Menschheit und zeigt die Verdrehungen in der Welt, wo der Okkultismus Einzug gehalten hat, warum das Zeitalter der Finsternis jedoch bereits vorbei ist und welche Bedingungen vor den künstlichen Einflüssen schützen können. In bewegenden Bildern und Geschichten sieht man, wie es ursprünglich erdacht ist. Er schärft die Wahrnehmung für Gottes Gedanken durch die Beobachtung der Natur und lässt erfühlen, was der Sinn des Lebens überhaupt ist. Was man erst erfühlen kann, wenn man die wahre Geschichte, unsere Ahnen und wie sie gelebt haben, sieht und erfährt. Und all das mit einer Leichtigkeit und Einfachheit, welche selbst Kinder verstehen können. Sehr berührend auch das Gespräch mit meinem Sohn in Kapitel 2 mit dem Unterkapitel Ich werde ein Universummädchen glücklich machen. Das ganze Kapitel ist auch sehr geeignet für Kinder, welche oft noch näher an der Wahrheit durch Gefühle und Wahrnehmung sind als wir. In diesem Buch lernt man eins der vollwertigen Kinder kennen, von denen es bald noch mehr geben wird, wenn die Familienlandsitze als Raum der Liebe Realität werden. Ihr Traum hat eine gigantische Kraft. Viele fühlen Resonanz, und so ist es bereits jetzt ein kollektiver Traum, der die Geschichte verändern wird. Die Liebe spielt in all den Geschichten aus alter Zeit eine Schlüsselrolle, und die tief erweckenden Geschichten werden in den Folgebänden weitergeführt, welche auch noch weiter Teil des Klartraums werden wollen. Und hier in Klammern, ich habe diesen Text vor fast einem Jahr geschrieben. Einige der Hörbücher wollen bildgewaltige Werke werden, weil es gibt inzwischen tausende Kunst- und wahre Bilder, welche von Anastasia inspiriert sind, welche gewürdigt und gesehen werden wollen. Viele dieser Bilder enthalten Samen an Gefühlen, Erinnerungen und Informationen, die genau jetzt ans Licht wollen und dürfen. Und die Superfähigkeiten, die für Anastasia und ihre Familie ganz normal sind, verlinken wieder zu dem, was eines der Hauptthemen im Klartraum ist, zu Pflanzenmeistern, die uns in uns reaktivieren helfen und selbst erlebt werden können, sodass es klar ist, dass es kein Märchen ist. Jeder Mensch trägt diese Zugänge in sich. Es ist eine große Hilfe, in positive Emotionen und höhere Schwingung zu kommen und so viel Urwissen zu erinnern.
Und Anastasias Werk, ihre Ideen und wie sie inspiriert, wirken dauerhafter als vieles andere. Es gibt da große Schätze zu entdecken in der Erinnerung an unsere wahren Ahnen, welche noch vollständige Verbindung mit Gott hatten. Ich muss ja gerade die eine Stelle zitieren. Zitat aus Kapitel 7, Band 6. Anastasia sagt, der Vedismus basierte fest auf der göttlichen Kultur. Auch die Lebensweise jedes Einzelnen war göttlich. Und jede Familie schuf einen Raum der Liebe in ihrem Familienlandsitz. Sie spürte die Integrität der Natur, das heißt all dessen, was Gott erschuf. Im Vedismus sprachen die Menschen faktisch durch die Natur mit Gott. Sie verneigten sich nicht vor ihm, sie versuchten ihn zu verstehen und liebten Gott, wie ein Sohn oder eine Tochter die lieben Eltern liebt. Also große Schätze zu entdecken in der Erinnerung an unsere wahren Ahnen, die noch vollständige Verbindung zu Gott hatten und die sich hier nicht zufällig wieder inkarnieren, sondern darauf warten, dass wir uns erinnern und ein Nest dafür schaffen, einen Raum der Liebe, einen Ort und das Bewusstsein für unsere Nachfahren. Und diese Kinder werden unsere besten Lehrer sein. Auf die Rückkehr der Liebe in die Familien und zu jedem Einzelnen. Szenenwechsel, hier ist heute ein bisschen ruhiger. Für einen Einstieg in die Geschichte der Tiger-Einsiedlerin habe ich vor 8 Jahren ein Hörbuch zu den ersten 2 Anastasia-Bänden gemacht. Die findet man als Klartraum Anastasia Kurzgeschichten in YouTube zum Beispiel. Bis vor einem Jahr kannte ich die Bände 6 bis 10 auch noch nicht. Doch es kam, wie sonst bisher auch bei jedem wichtigen Werk, bei jedem wertvolles Werk, das durch mich resonieren und schwingen durfte, dass eben genau das entscheidende Buch durch eine zweimalige Falschlieferung wie vom Universum bestellt oder nicht bestellt, einfach zugestellt wurde. Ich wollte mir damals einfach nur den ersten Band nachbestellen für meine Kinder und geliefert wurde jedes Mal das 6. Band, auch nachdem ich schon zurückgeschickt habe. Und das heißt, dann schauen wir uns halt den eben an. Ein paar Jahre später auch erst wieder ausgekramt. Ja, und der Band, der jetzt auch als Film auf die Bühne geht, der musste wohl zu mir kommen, habe ich doch darin die größte und zugleich tiefste Erinnerung entdeckt, die in keiner anderen Schrift oder Lehre, die es bis heute gibt, vorkommt. Der unermessliche Wert von Familienlandsitzen. Das ist wie ein Grundrecht der Verwirklichung eines jeden Menschen auf Erden. Genau, und so kam es jetzt, dass sich die Kapitel, die sich besonders gut zu Filmen verarbeiten lassen, zu bildgewaltigen Filmen wurden. Dank dessen, dass es eben schon so viele Künstler, eigentlich sind es Menschen, die so inspiriert waren, dass sie dadurch zu Künstlern wurden. Und da steckt enorm viel Schwingung und Tiefgang drin. Und alles, was es nicht als Filme gibt, für den gesamten kompletten 6. Band jetzt, gibt es komplett als Hörbücher. Ja, und die Anastasia Buchreihe gibt es ja schon seit über 20 Jahren und die hat diverse Reaktionen hervorgerufen und unter anderem auch einiges an Verleumdungen und Falschmeldungen über die Presse, wo Leser und das gesamte Ding versucht wird zu verunglimpfen. Und das ist, wenn man die Gesamtheit der Bücher kennt, absolut nicht zutreffend. Das wird als Audio zusammengefasst und als Klarstellung noch erscheinen. Die korrekte Argumentation und Haltung zu gesellschaftskritischen Themen, die heutzutage kaum angesprochen werden dürfen und in Ecken gedrängt werden, wird in der Vollständigkeit der Buchreihen aufgelöst. Friedensstiftend und vereinigend für alle Völker.
Als Kurzhinweis sei hier nur erwähnt, dass es sogar eine Stellungnahme vom Verlag der Anastasia-Bücher in Israel gibt, zum Vorwurf des Antisemitismus. Und sie führen Passagen an, welche beweisen, dass die Bücher, Zitat, einfach nicht antijüdisch sein können. Die Haltung gegenüber Juden in den Büchern ist das Gegenteil von dem, was in den deutschen Medien behauptet wird, schreibt der Verlag der Anastasia-Bücher in Israel. Und um anzuführen, wie vereinigend die Worte Anastasias gemeint sind, hier ein Zitat aus Band 10. Sie sagt, alles kommt vom einen, also sind wir alle Brüder. Weil das in Vergessenheit geraten ist, kämpfen die Völker gegeneinander und töten mit den Feinden im Grunde genommen ihr eigenes Fleisch und Blut. Ich habe die Tage im Zuge der Recherche zu bereits existierenden Klarstellungen zur Anastasia-Bewegung, da gibt es nämlich schon ganz viel, die tolle Seite loveproductions.org überflogen. Die ist nicht nur für Skeptiker einen Rundgang wert, was sich dort findet. Ja, ich habe ja auch ein paar Screenshots von der Seite und den vielfältigen, inspirierenden und tiefgehenden Texten und Bildern, die man dort findet. Ganz allgemein zu erwähnen ist, dass es bei Anastasia eben keine Überorganisation gibt, die irgendwas vorschreibt oder irgendwas vorgibt. Es gibt nur die Bücher und die Vielfalt der Leser, die so vielfältig sind, wie die Menschheit eben ist. Und viele Leser wurden zu Taten inspiriert, welche sich erst mit der Zeit immer mehr vernetzen. Allein in Russland gibt es schon über 400 Siedlungsprojekte. Und nicht nur so einzelne, sondern mehrere Bezirke und Regionen, die dafür auserkoren sind und von der russischen Regierung unterstützt werden, dass da Menschen 1 Hektar Land kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, im Gegenzug, dass sie da ein Paradies schaffen für sich und ihre Familie. Und damit der ganzen Gesellschaft und dem Land zu Auftrieb verhelfen. Insgesamt gibt es tausende Siedlungsprojekte weltweit. Die Buchauflage übertrifft inzwischen 30 Millionen. Während die Bücher seit vielen Jahren auch im Internet leicht zu finden sind, kostenfrei als PDF in vielen Sprachen. Zu den Erfolgen nach 20 Jahren Familienlandsitze gab es vor 2 Jahren ein absolut tolles, sehenswertes Kurzvideo, das direkt über vladimirmegre.com veröffentlicht wurde. Das ist im Videotext verlinkt und sehr zu empfehlen, um zu sehen, wie umfangreich diese Vision schon gewurzelt ist und was da schon alles im Gange ist. Genau, und um nochmal auf die schöne Seite zurückzukommen, die ich vor ein paar Tagen erst entdeckt habe, loveproductions.org, wo man viele deutschsprachige Anastasia-Projekte auch kennenlernt und eine Karte findet, wo Landsitze eingetragen sind und viele Zusatzinfos verlinkt sind. Unter diesen vielen schönen Artikeln zur Erschaffung des Raums der Liebe hat mich einer davon sehr getroffen und bewegt und genau den Kern getroffen, warum ich jetzt hier sitze und das mit so einer Energie mache und mit so einem, oh, wie toll wäre das, wenn das jetzt Anfang des Jahres rechtzeitig auf die Bühne kommt, ins Bewusstsein kommt, sprießen kann, was da dahinter steht, was einen antreibt, das hat er in der einen Artikelüberschrift, die ist mir entgegensprungen. Die Überschrift, die mir entgegenflog, war: Wenn ich nur noch 3 Tage zu leben hätte, würde ich Folgendes noch mit dir teilen wollen. Und der Autor von dem Blog schreibt hier: Es gibt Momente und Entdeckungen im Leben, die das eigene Weltbild fundamental verändern können. In meinem Leben gab es 3 solche Entdeckungen, welche mein Leben sehr stark beeinflusst und nachhaltig geprägt haben. Voraussetzung dafür war meine Offenheit und Bereitwilligkeit, die Informationen mit einer unvoreingenommenen Haltung und Logik zu überprüfen. Ich bin heute noch unendlich dankbar für dieses Wissen, denn dadurch verlor ich nicht nur jegliche Angst vor Krankheiten,
sondern ich konnte mich aus dem Opferdasein ins Schöpferdasein bringen und einen klaren, gehbaren Weg einschlagen, der mich und meine Lieben auf einen nachhaltigen Weg der Ursprünglichkeit und des echten Glücks führt. Und hier wollte ich noch einen Überschwapp aus der Produktionsphase der Filme teilen. Die Dichte der künstlerischen Arbeitszeit für diese Filme ist wirklich enorm, wenn man bedenkt, dass die meisten Bilder gemalt sind. Und die Künstler auch schon viele Tage, oft Wochen Herzwerk investiert haben. Zusammengerechnet kommt es auf den Aufwand für epische Filme, die Jahre Produktionszeit gebraucht haben, wo die Kulissen und Eigenheiten der Welt, in die es entführt, auch von inspirierten Menschen vorbereitet und eingestimmt wurden. Und irre ist auch, dass die Menge der abwechslungsreichen und inhaltsreichen Bilder nicht abreißt. Es sind nicht nur eine Handvoll Künstler, die durch Anastasia und das Urerinnern, das in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat, was Großes geschaffen haben. Es sind Tausende, die mehr als Fantasy-Welten abbilden. Etwas, das tief unter die Haut geht. Und in unserer Zeit, die eher weit weg davon lebt, diese Bilder im eigenen Leben noch zu erleben, ein Goldschatz ist. Es übertrifft alle Filme, die es bisher gibt. Über diese Inhalte gibt es noch keine Filme. Doch sollte es und wird es. Und hier noch als PS, die Veden sind nicht eine Rasse oder so, sondern alle Menschen, die im ersten Kapitel der Erdgeschichte, der Erderschaffung weltweit gelebt haben und die noch direkt mit Gott kommuniziert haben. Auch wenn die Bilder teilweise durch vedisch-slawische, germanische Orientierung entstanden sind und hellhäutige abgebildet sind, schwingen auch zahlreiche Tribe, also Urvölker, und schamanische Bilder mit dem Urwissen, der Urerinnerung und den Visionen. Bei der Produktion achte ich darauf, an entscheidenden Stellen nicht manipulativ zu wirken, sondern alle mitzunehmen in die Inspiration und resonante Kunst, die es dazu gibt, und den Geist und das Herz zu erweitern. Und hier noch eine Anmerkung in eigener Sache. Wer meine Arbeit und Energie unterstützen will, umgerechnet, das ist schon ein immenser Aufwand, sind im Durchschnitt pro Minute Filmzeit 1 bis 2 Stunden Produktionszeit eingeflossen. Ja, und wer da die Energie zurückfließen lassen will, kann das neuerdings nicht über Spenden tun, sondern wir stellen tolle Harzbienenwachssalben her und da kann man auf die Homepage zum heiligenhain.de mit Bindestrichen gehen und findet da das noch ausführlicher mit 100% natürlichen Zutaten, liebevoll hergestellt, wohlig duftend, ja, für sehr viele Zwecke verwendbar. Ja, sagen wir es ja auch noch einmal. So viel darf in den ganzen Jahren auch mal ein kurzer Eigenverweis sein, weil dann kann die Energie fließen und auch unser Landsitz erblühen. Danke. Genau, und Kommentare sind in der ganzen Filmreihe deaktiviert, weil das Produzieren der Filme sowie die innere Arbeit in den Netzwerken, die es seit Jahren gibt, für mich bereits ein immenser Zeit- und Energieaufwand sind, neben dem, was es in Real Life und am Landsitz noch alles zu tun gibt, sodass ich keine Kapazität für Diskussion für öffentliche Kommentare habe. Insofern danke fürs Verständnis. Bei den bisherigen Klartraum-Videos bleiben die Kommentare an. Ja, und wer verbinden will, weil es geht nicht darum, dass ich jetzt jeden Einzelnen beantworte, sondern dass sich im Netzwerk von Gleichgesinnten genau die richtigen Puzzleteile zueinander finden. Der findet am Ende der ersten Hörbuchfilme einen Hinweis, wie man Kontakt aufnehmen kann. Es gibt auch einen Telegram-Kanal mit vielen der bisherigen Klartraum-Videos,
auch denen, die YouTube zensiert hat. Sowie eben die neuen Klartraum-Anastasia-Filme und Hörbücher für 2 Bände bisher, und da kommen Folgen bald auch noch mehr, und zwar für den vollständigen Band 6 und 8.1 Neue Zivilisation. Ja, die besten Filmkapitel für den nächsten Band, der schon vertont ist, den 8.1, sind ein längeres Projekt, das je nachdem, wie das Jahr läuft, früher oder später schon auch kommen wollen. Ein Herzwunsch von mir, absolut der Wahnsinn. Am meisten geflasht war ich von Band 8.2, Bräuche der Liebe, das wirklich. Den möchte ich auch noch vorlesen, weil ich ihn für den bedeutendsten Anastasia-Band von allen halte. Doch alles zu seiner Zeit. Danke und viel Spaß mit dem Klartraum Anastasia Filmkino.